Einer der schönsten und besten Freizeitparks der Welt mit ausschließlich guten Achterbahnen ist das Jaws Sommerland. Und heute in diesem Video reden wir über all diese Achterbahnen, die an der Zahl 8 sind. Herzlich willkommen beim Brand New Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und alle Achterbahnen von Jaws Sommerland. Bevor wir über alle Achterbahnen sprechen, einmal ganz kurz zum Park selbst, der 1981 als Jaws Sommerland eröffnet wurde und kontinuierlich erweitert wurde. Mitten im Herzen von Dänemark befindet sich das Jaws Sommerland in einer Urlaubsregion und wurde von einem Hotelier und einem Musikagenten gegründet. Auch heute wird der Park noch privat geführt und zwar von den Brüdern Henrik und Michael Nielsens, die Söhne des Musikagenten sind. Wie der Name schon erahnen lässt, hat der Park grundsätzlich im Sommer geöffnet. Das ist in den skandinavischen Ländern relativ verbreitet, vor allem diese Namensbeisätze Sommerland. Das Jaws Sommerland ist das 5. beliebteste Touristenziel in ganz Dänemark und das Sommerland hat nicht nur Freizeitpark-Attraktionen und Achterbahnen, über die wir gleich sprechen, sondern zum Beispiel auch einen großen Wasserpark, der mit inkludiert ist, der coole Rutschen hat, haben wir euch vor 100 Jahren mal gezeigt, aber der ist halt auch komplett inkludiert und kann einfach so mit genutzt werden, wenn ihr ganz normal im Park seid. Aber vor allem Obacht an meine amerikanischen Zuschauer. Man geht da mit Badesachen rein, nicht mit seinen normalen Klamotten und vor allem bevor man ins Wasser geht, zieht man seine Socken aus. Das ist wirklich hier auch so und nicht... Ach. Die Ausrichtung des Parks hat den Schwerpunkt auf Familien gesetzt. Nichtsdestotrotz gibt es einige krasse Thrill-Rides und große Familienattraktionen, die auch Leuten Spaß machen, die ein bisschen mehr wollen. Nichtsdestotrotz wird jeder mitgenommen und wirklich für alle Altersklassen und alle Körpergrößen ist etwas im Jaws Sommerland vorhanden und das auch wirklich breit gefächert und nicht, man hat ein Kinderghetto und eine Thrill-Ecke, sondern wirklich eine sehr homogene Ausrichtung und ein sehr homogenes Portfolio an Attraktionen und super viele Flatrides, Karussells und andere Fahrgeschäfte neben Achterbahnen gibt es im Jaws Sommerland und das in verschiedensten wirklich coolen Themenwelten, die von nordischer Mythologie über Piraten bis in den asiatischen Dschungel reichen. Und natürlich darf der Wilde Westen sowie Dinosaurier nicht fehlen. Das sind einfach so die genialsten Themen in Freizeitparks und die sind hier umgesetzt. Mehr dazu, was ihr da alles machen könnt, was da alles steht, wie das alles aussieht, findet ihr hier oben verlinkt in unserem Tour-Vlog. Den könnt ihr euch gerne angucken. Da haben wir euch den ganzen Tag mitgenommen, von der Anreise bis in den Park hinein, was wir im Park machen und im Folgevlog dann so ein bisschen, was abends noch geht. Und wenn ihr das Ganze ein bisschen besser gekleidet schauen wollt, gibt es auch neue T-Shirts von uns und unserem Shop in verschiedensten Farben, nicht nur in sehr schönen Farben, sondern natürlich auch in schwarz und in einem sehr geilen Blauton. Und natürlich gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ihr bei uns im Shop entdecken könnt. ridereview-shop.de ist auch noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir machen das Ganze übrigens selbst, also das bedeutet, ihr supportet uns selbst auch. Und wenn ihr nicht könnt oder wollt, könnt ihr auch mit einem Abo hier auf dem Kanal, das nichts kostet, uns supporten und unterstützen. Vielleicht auch noch vorweg, was wir jetzt hier nicht mit drin haben, ist der Zamperla Disco Coaster Spinosaurus. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das eine Achterbahn ist oder nicht? Ja, Coaster ist im Namen. Bei Coaster Count sind die Dinger gelistet, bei der Rollercoaster Database nicht. Bei Coaster Count ist aber auch wirklich ganz viel Blödsinn gelistet. Was denkt ihr? Ist ein Disco Coaster von Zamperla eine Achterbahn oder ist es keine Achterbahn? Ich weiß es nicht. Und eine Bahn hat inzwischen den Park verlassen. Die möchte ich aber natürlich nicht unerwähnt lassen. Haben wir bei den anderen Videos alle Achterbahnen von auch immer mit drin. Und hier ist es nämlich Carlos Taxi. Von 2000 bis 2014 war das ein Wacky Worm von SBF Visa, der hier im Park stand. Und der fährt seit 2015 weiterhin seine Runden in Finnland. Aber kommen wir zu richtigen Achterbahnen. Dragoncornen ist die erste Bahn, über die wir hier sprechen wollen. Zu dieser Bahn gab es auch ein Einzelreview, verlinke ich euch gerne auch nochmal, wo wir ausführlich über die ganze Bahn gesprochen haben. Gibt es auch zu vielen anderen der Bahnen, aber das sind ältere Reviews. Ich habe gedacht, die müssen wir vielleicht nicht nochmal komplett neu machen, wenn wir hier aktuell nochmal kurz alles anschneiden. Wenn ihr dafür mehr wollt oder allgemein das immer von allen relativ interessanten Bahnen ausführlich haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin euer Sklave und macht das schon.
Aber zurück zu Dragoncornen, der Drachenkönig von Intamin Amusement Rides, ein Suspended Family Coaster. Sehr seltener Coaster-Typ von Intamin, gibt nämlich nur 2 Anlagen, einmal diese und eine in Abu Dhabi. 2017 hier eröffnet, 30 Meter hoch, die sorgen für 85 km/h Spitzengeschwindigkeit, 825 Meter Streckenlänge, was erstmal gar nicht so viel klingt, aber doch schon ordentlich ist als Zahl auch, aber auch wenn man es fährt. Besonders auch hier, man startet nach ein bisschen Show im Inneren von einem alten Tempel und dann wird man mit einem Reibrad-Lounge rausgelauncht, beziehungsweise weiter durchs Dunkle geschossen und fährt danach dann auf einen Reibradlift, der einen auf den höchsten Punkt der Bahn bringt. Neben dem Indoor-Part gibt es auch diverse Tunnel, die durchfahren werden und andere coole Elemente, einen riesigen Airtime-Hügel und auch der ganze Bereich ist optisch super cool geworden. Die Achterbahn ist optisch super cool geworden. Wir hatten super Fahreigenschaften und allgemein einfach eine tolle Bahn, die super viel Spaß macht und irgendwie schon außergewöhnlich ist. Ja, gibt es auch 2-mal nur von Intamin in dieser Art und Weise und ist, glaube ich, ein ganz nettes Mitbewerberprodukt zum Suspended Family Coaster von Vekoma, der natürlich unschlagbar ist und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, warum man dann was anderes haben wollen würde, vielleicht ist das auch der Grund, warum es nicht so viele davon gibt. Wenn ihr fahren wollt, müsst ihr mindestens 120 cm groß sein und bis 130 cm in Begleitung eines Erwachsenen sein. Leider Gottes ist bei dieser Bahn bei 196 cm Körpergröße auch Schluss und dann dürft ihr leider nicht mehr mitfahren. Alternativ im gleichen Areal Wild Asia, der Bereich, der relativ neu geschaffen wurde und für uns auch auf jeden Fall auch neu war, ist Jungle Rally. Ist halt direkt daneben, kam ein Jahr später und ist von Cira Rides ein Force Zero. Und der steht seit 2018 hier. Man fährt quasi nur im Kreis, das mehrere Runden, aber in einem sehr cool gestalteten Zug, der so geile Offroad-Expeditionsjeeps darstellt. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus und ist halt eine kleine, süße, aber sehr solide Bahn, weil du hast hier eine Achterbahn, die kann ab 90 cm gefahren werden, bis 1,20 Meter in Begleitung, die nicht groß ist, die nicht viel Strecke macht, die wirklich ein bisschen verträglicher ist, wo man auch nach jeder Runde in der Station vielleicht sagen kann, okay, ich möchte jetzt doch aussteigen, weil es zu viel ist für mein Kind, die trotzdem super gut aussieht und qualitativ halt super hochwertig ist. So Cira-Achterbahnen sind halt auch einfach top und das ist eine sehr gute Entscheidung, sich so eine Bahn dahin zu stellen, meiner Meinung nach. Eine viel bessere Entscheidung für jeden Park, und das auf der ganzen Welt, ist Juwelen. Das wäre nicht nur für viele das Juwel im Achterbahnportfolio. Juwelen ist einfach grandios. Intamin Amusement Rides, Family Launch Coaster von 2013. Reibrad Lounge, 2 Lounges, also Multi-Launch Coaster. 1000 Meter lang, 85 km/h Spitzengeschwindigkeit und man sitzt dabei auf einem Quad. Wie cool ist das denn? Ihr nehmt auf einem Quad Platz, jeder für sich auf einem Quad, 2 Quads nebeneinander, mehrere Quads hintereinander. Das ist der Zug, man will ja ein paar Leute durchkriegen. Mit einem eigenen Griff, die ganze Zeit bodennah, voll schnell, also es wirkt voll schnell, weil bodennah, beziehungsweise auch mal wassernah, mit krassen Richtungswechseln an Felsen vorbei, überall ist auch noch ein bisschen Bepflanzung, sehr close gebaut, alles eine grandiose Achterbahn aus dem Jahr 2013, das Layout gespiegelt, wurde ein paar Jahre später in Frankreich geklont, da fährt man dann auch am Wolfsgehege vorbei und auch durch so einen kanadischen Wald und es gibt nicht nur diese Quads, es gibt auch Jeeps, es gibt Schneemobile und vor allem sehr verbreitet gibt es auch Jetskis oder andere Fahrzeuge. Also alles ist möglich und macht einfach mega Spaß. Es ist halt komplett familientauglich. Das ist ein Family Launch Coaster. Das heißt nicht nur so, es ist auch wirklich familientauglich, aber trotzdem machen die Dinger Spaß. Du bist einen Kilometer unterwegs, das Ding ist richtig schnell, krasse Richtungswechsel. Einfach eine geniale Achterbahn und eine der besten Achterbahnen, die es so gibt. Und das in allen Varianten. Juwelen ist halt einfach ja der Anfang des Ganzen. Ihr müsst dafür aber auch 1,20 Meter groß sein und bis 1,32 Meter in Begleitung eines Erwachsenen. Aber wow, Juwelen, crazy, crazy. Das gleiche in nur noch wilder ist Piraten. Und Piraten ist ebenfalls von Intamin, ein Ultra Coaster aus dem Jahr 2008.
Der Ultra Coaster ist ehemals der Mega-Light. Man hat da so ein kleines Rebranding gemacht. Und das ist auch ein Standard-Layout, was insgesamt 5-mal weltweit gebaut wurde bei Piraten. 31 Meter hoch, 85 km/h Spitzengeschwindigkeit, 755 Meter lang. Und da kommen wir mit einem Kabellift auf den höchsten Punkt der Strecke. Und ja, ihr habt schon gemerkt, Piraten 85 km/h, Juwelen 85 km/h, Dragon Cannon 85 km/h, Gyros Sommerland und Intermini Amusement Rides 85 km/h safe. Wobei ich glaube, dass der Gyro Swing schneller ist. Piraten, krass. Airtime-Monster vor dem Herrn, aber frag nicht nach Sonnenschein. Und das Ding geht ab wie Schmitz Katz. Wir hatten auch schon ein paar ERTs auf dem Teil. Holla die Waldfee, was eine gute Bahn. Vorlage auch für manch andere große Bahnen, wo es dann irgendwann viel zu wild geworden ist und Leute nur noch bewusstlos in die Station gefahren sind. Aber Piraten ist crazy. Also es ist komplett verträglich irgendwie noch. Du hast ein Schoßbügelchen mit dem Gurt und hast einfach eine unglaublich wilde Achterbahnfahrt, die echt Bock macht. Wahnsinn. Also Piraten, absoluter Wahnsinn. Und auch bei dem Ultra Coaster verstehe ich nicht, warum keiner in Deutschland sagt, yo, stelle ich mir in einen Park, würde bei mir Sinn machen. Und es gibt Parks, da wird das Sinn machen. Und man hat ja auch in Kenntnis gesetzt, dass es das gibt. Und im Fall vom Piraten müsste man aber mindestens 140 cm groß sein und geht nur bis 1,95 Meter. Aber wir sind hier bei einer Bahn von 2008, das sind die alten Züge. Es gibt ja auch jetzt neuere Züge. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Argument, glaube ich, woran das Ganze scheitert. Genug der Superlativen, ein Step zurück und wir kommen zu trotzdem was Besonderes, nämlich einer Wasserachterbahn. Skatön, die Schatzinsel, ist von Mack Rides ein Watercoaster aus dem Jahr 2011. 28 Meter hoch, 70 km/h Spitzengeschwindigkeit, 455 Meter Strecke. Und ein Watercoaster von Mack Rides habt ihr natürlich alle schon gesehen. Hier geht es dann aus der Station dann raus, dann durch eine schön thematisierte Rinne. Es gibt den Lift nach oben und dort kommt dann anschließend natürlich der Achterbahn-Part, der mit so einem großen Pre-Drop anfängt. Dann gibt es den großen Drop in einer Kurve und dann kommt der finale Drop mit dem Camelback, wo man nochmal drüber saust und dem Splashdown der Wasserung. Man fährt komplett ins Wasser. Das Layout habe ich letztens im Kopf ewig gesucht, weil ich über was erzählt habe. Und es gibt es halt im Gyros Sommerland, das gibt es noch einmal in China und in Australien, und zwar bei dem Nachfolger vom Bermuda-Dreieck, dem originalen Bermuda-Dreieck, was ihr vielleicht auch aus Movie Park Germany kennt. Und dann in Australien gab es ja die Vorlage, die gibt es ja nicht mehr. Und da hat man genau dieses Layout quasi reingebaut. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr wahrscheinlich noch, wenn es nicht vergriffen ist, unser Buch zur Australien-Tour vorbestellen. Oder vielleicht gibt es das auch schon. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt, aber bei uns im Shop, da seid ihr um euch ein neues T-Shirt zu holen, gibt es die Möglichkeit, das auszuchecken. Australia Amusement Tour. Wir haben ein Buch geschrieben. Ganz viel Text und Input und ganz viel Bilder mit da drin. Checkt das gerne mal aus. Und wir arbeiten in der Zeit weiter daran, irgendwann mal alle 13 Mack Rides Watercoaster ausgecheckt zu haben. Einige haben wir schon, aber da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Könnt ihr auch machen, wenn ihr mindestens 1,10 Meter groß seid, im Fall vom Gyros Sommerland, und bis 1,30 Meter dann in Begleitung eines Erwachsenen. Die neueste Achterbahn aktuell im Gyros Sommerland ist T-Rex Family Coaster. Und zwar auch hier wieder Mack Rides der Lieferant für einen Powered Coaster im Jahr 2022. Powered Coaster ist eine Achterbahn, die selbst den Antrieb an Bord hat und dann über die Strecke fährt. Mehrere Runden. Anfangs viel zu langsam eigentlich, dass du komplett wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängst. Aber hier auch wieder mit Spaß und Stimmung. Das Ganze 400 Meter lang in dem Fall und es gibt einen riesigen Dinosaurier-Themenbereich. Dankbares Thema mit einer Themenfahrt auch und allem drum und dran. Also Gestaltung vom Zug ist auch richtig cool. Die Gestaltung vom Areal sowieso. Es gibt einen sehr guten Onboard-Sound, was auch immer geil ist bei solchen Arten von Achterbahnen. Die Fahrt ist halt ein bisschen mau, wenn du da so ein bisschen im Zug auf der Seite hängst, weil der so langsam durch die Kurven fährt. Aber es ist natürlich auch wieder so, man nimmt
alle mit und es ist ein Family Coaster, steht schon im Namen. Es ist halt ganz okay, aber holt mich nicht komplett ab. Ihr könnt ab 90 cm mitfahren bis 1,30 Meter in Begleitung eines Erwachsenen, und inzwischen bei diesen Powered Coastern gibt es einzelne Bügel für jeden Platz, nicht mehr diesen großen Bügel für eine ganze Reihe oder bei ganz alten Bahnen für ganze Wagen. Und das bringt uns quasi zur ältesten Achterbahn im Jaws Sommerland, Thors Hammer. Natürlich darf in einem skandinavischen Freizeitpark kein Ride fehlen mit einem nordischen Thema, und Thor ist, glaube ich, ziemlich cool in der nordischen Mythologie. Gerstlauer Amusement Rides Bobsled Coaster von 2002, 16 Meter hoch, 480 Meter lang, und Jaws Sommerland ist ja irgendwie auch der Park mit den ganzen geklonten Achterbahnen, ob man selbst der Ursprung ist und daraus Klone entstehen, die dann in andere Parks kommen, oder andersrum, denn das Vorbild ist der Ursprungs-Bobsled Coaster, die gesenkte Sau aus dem Erlebnispark Tripsdrill in Klebron. Aber auch hier ganz anders präsentiert, steht ganz anders, da wirkt auch ganz anders und macht einfach Bock, einfach cool. Bobsled Coaster immer gut, egal wann, egal wo, und die gibt es von gut bis grandios. Hier könnt ihr ab 100 cm Körpergröße mitfahren, 1,30 Meter ist auch wieder die magische Grenze, wo man begleitet werden muss, und ihr habt eine tolle, gute, solide Achterbahn. Und das auch beim letzten Coaster, und da geht es nochmal auf die wilde Hühnerjagd bei Wilde Hornsejagd, und hier haben wir einen Zierer Force 2 von 2015. Auch eine Standardbahn, die 23 Mal gebaut wurde. Aber vorne am Zug hängt noch ein großes Huhn, und dahinter ist der Fuchs, der das Huhn jagt. Das ist schon mal cool. Dieser Bauernhof-Themenbereich in Jaws Sommerland ist ja on point, durchgespielt. So macht man Bauernhof-Themenbereiche in Freizeitparks. Und da auch vielleicht noch mal allgemein zum Jaws Sommerland. Die Mitarbeiter haben an den entsprechenden Attraktionen auch entsprechende Arbeitskleidung. Jetzt nicht wie in einem Phantasialand, wo du wirklich krass authentisch zum Thema passende Sachen hast, aber zum Thema passende, schlichtere Arbeitskleidung. Wie jetzt auf dem Bauernhof mit einem Blaumann und Ähnlichem oder mit so einem Piratenläppchen bei Piraten. Aber was man fast überall hat, irgendeinen fummeligen Gegenstand aus Schaumstoff, der zum Thema passt. Beim Bauernhof gibt es halt große Mistgabeln. Bei Piraten hast du große Säbel, beim Dino-Bereich ist es, glaube ich, ein Knochen. Und damit laufen die Mitarbeiter auch rum und spielen mit den Gästen, die drin sitzen, oder ärgern die Gäste, die drin sitzen. Bei einer ERT hatten wir die Säbel dabei bei Piraten, und den musste der Säbel durch den Zug durchgegeben werden während der Fahrt. Wir haben es, glaube ich, bis auf einen Säbel, den wir verloren haben, haben wir es auch immer geschafft, aber dann so Sachen halt. Also der Park ist grundsätzlich geil. Die Mitarbeiter sind einfach immer geil drauf. Alle haben gute Laune. Ich habe schon gelesen, bei manchen ist es einfach zu viel gute Laune. Aber es ist nicht drüber. Es ist einfach so viel positive Vibes im Jaws Sommerland. Und dann ist es ein Park mit so vielen, so guten Achterbahnen. Und vielleicht ist da nicht irgendwie jeder Coaster mit einem Custom-Layout. Aber die da stehen, sind alle perfekt und grandios und gut, und die Auswahl und das Portfolio an Rides im Jaws Sommerland, vor allem an Achterbahnen, ist genial. Bei Flat Rides haben die alles, was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann, und alles, was man braucht. Genial, einfach genial, und ja, die Gestaltung ist toll, die Leute sind toll, und die Auswahl an Fahrgeschäften ist toll. Jaws Sommerland in Dänemark, einer der besten Freizeitparks der Welt, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Die Kommentarsektion gehört euch, und morgen um 18 Uhr sehen wir uns wieder zu einem neuen Video hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.